Ich grüße dich hier im Kunstraum. Ich bin Elena Böchel und auf diesem Kanal geht es um intuitives Malen. Ich habe schon alles vorbereitet, ich werde gleich loslegen. Hinter mir siehst du meine Werkbank mit ganz vielen Farben und bevor es losgeht, entscheide ich mich für eine oder zwei oder drei Farben, je nachdem. Und heute habe ich mir zwei Farben ausgesucht und nehme dich jetzt in diesen Prozess mit. Entspanne dich, genieße das Video und lass dich inspirieren. Mich erreichen viele Fragen und auch in meinen Kursen komme ich in Gespräche und erfahre, wie schwierig es ist, immer wieder ein neues Bild anzufangen und dieses auch noch zu Ende zu bringen. Und deswegen werde ich jetzt malen und dir im Prozess die Tipps geben, wie du am einfachsten beginnst. Intuitives Malen ist ein guter Weg, um sich auf sich selbst zu besinnen. Es gehört eine Portion Mut, ohne Vorlagen anfangen zu malen. Die meisten Menschen in meinen Kursen, die suchen sich Vorlagen, die suchen sich Inspirationen und ich denke, du gehörst auch dazu, sonst wärst du ja jetzt nicht hier. Diese Menschen brauchen so einen gewissen Halt und wenn wir eine Illustration in der Hand haben oder etwas aus dem Internet herausgefunden haben, vielleicht bei Pinterest oder sonst wo, dann wir fühlen uns sicherer, weil wir wissen, wohin der Weg führt. Wir haben ein Ziel und versuchen zu diesem Ziel oder an dieses Ziel so nah wie möglich zu kommen. Da ist nichts dran zu verwerfen, das ist absolut in Ordnung und es ist eine gute Möglichkeit, überhaupt anzufangen. Eine Alternative dazu ist aber intuitiv zu malen, indem du nicht mehr im Außen nach Inspiration suchst, sondern die Inspiration in dir, in deinem Inneren findest, weil wir alle tragen sehr vieles in uns. Das sind Gefühle, das sind Emotionen, das sind Ängste, Unsicherheiten. Es ist ein Riesenpaket aus emotionaler Ladung, das Ausgang braucht. Und intuitives Malen ist ein sehr guter Weg, damit umzugehen und diesem Ganzen einen Raum zu bieten. Und dieser Raum ist in diesem Fall deine Leinwand oder deine Tapete. Der nächste Punkt ist Selbstvertrauen. Wenn unser Selbstvertrauen nicht besonders gut ausgeprägt ist, dann haben wir eine sehr laute Kritikerstimme in uns. Und dieser innere Kritiker, der macht uns es nicht gerade einfach, die Bilder zu malen und die auch zu Ende zu bringen. Hinzu kommt, wenn unser Umfeld nicht besonders sensibel ist und viel Kritik äußert, das beeinflusst noch mehr unser Tun und macht uns noch mehr, verunsichert uns noch mehr. Und das sind die Momente, wo ich sage, versuche dich auf dich selbst zu konzentrieren, zu besinnen und gut zu dir zu sein. Achte auf deine innere Stimme und wenn du merkst, dass sie nicht zimperlich mit dir umgeht, sondern scharf und laut dich kritisiert, dann arbeite daran, dass du die Kontrolle über deine Gedanken,
wahrnimmst, dass du auf deine Gedanken achtest, während du malst und versuchst immer und immer und immer wieder diese innere Stimme zu deinem inneren Freund zu machen, dass sie liebevoll zu dir wird, dass sie aufbauend wird, dass sie dir hilft. Und wenn dir das am Anfang schwer fällt, dann versuche diese innere Stimme zu ignorieren, indem du nicht darauf eingehst, auf ihre Vorwände nicht eingehst, dass du sie nicht beachtest. Und wenn du das durchziehst, dann wird sie leiser und dann wird sie auch irgendwann ganz verstummen. Und erst dann wird deine Intuition aufwachen und dich durch deinen Malprozess begleiten. Und wenn deine Intuition wach ist und da ist, dann ist sie liebevoll zu dir und dann wird das fließen und dann wirst du dieses Flow erleben, in dem du vergisst den Raum und die Zeit und dann wirst du komplett dich in Farbe auflösen, so dass dein Ego nicht mehr vorhanden ist. Dann bist du die Farbe, dann bist du die Leinwand und dann erschaffst du einzigartige, wundervolle Kunst. Ich arbeite in Negativtechnik und bisher war mein Bild abstrakt. Und dann habe ich Pause gemacht, habe mich davor gesetzt und plötzlich sah ich eine Person. Und jetzt bekommt sie von mir die Augen. Die Person, die ich da entdeckt habe in meinem Bild, die hat ein Mikrofon vor sich und hat einen weit aufgerissenen Mund. Und diesen Mund male ich gerade aus.
Mein Bild ist fertig und ich hoffe sehr, es hat dir gut gefallen. Wenn ja, dann hinterlasse mir gerne ein Like. Wenn du hier neu bist, dann abonniere gerne meinen Kanal, unterstütze mich und aktiviere auch gleich die Glocke, damit du keine weiteren Videos verpasst. Wenn du Fragen hast oder Anregungen oder einfach nur mir ein Feedback hinterlassen möchtest, freue ich mich sehr drauf. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.